Grüß dich, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mir wieder das Neues bestellt, einen kleinen Kameraslider, den ich für B-Roll-Aufnahmen benutzen kann, und den möchte ich dir jetzt in dem Video zeigen. Ich bin schon mal ganz gehypt, was in diesem Päckchen drinnen ist. Schauen wir uns sich's einfach mal an. Komm einfach gleich mal mit. So, los geht's. Jetzt schauen wir uns mal, was in dieser netten kleinen Verpackung drin ist, an. Steht drauf Android L4 Pro Dolly mit Kugelkopf. Mein schönes Messer. Schauen wir uns einfach mal an, was da drin ist. Ich habe diese Messerform übrigens so entworfen, dass man nicht immer mit dem Teil hier schneiden muss, sondern dass man auch einfach mal mit der Kante schneiden kann. Das finde ich eigentlich super geil. So, Plastikmüll weg. Also ein kleiner handlicher Karton. Wenn ich jetzt vergleiche zum Beispiel mit meiner Canon 80D, das hat ungefähr diese Größe hier. Ich bin schon so gespannt, wie das ausschaut, das Ding. Wieso geht denn das nicht auf? Ah ja. Ta-da. Also was haben wir? Wir haben ein Instruction Manual. Und das schaut aus wie eine Fernbedienung. Was ist das? Ist das Micro-USB? Ist das Mini-USB? Das ist Micro-USB. Ein USB zu Mini-USB, Micro-USB, wie auch immer. Wir haben drin ein großes zu kleines Gewindeschrauberl. Wir haben drinnen einen Kugelkopf. Kugelkopf deswegen, weil man den Teil in alle Richtungen bewegen kann und auch kippen kann. So, dann ist drinnen so ein Teil, was mir die Feuchtigkeit weghält. Den Slider an sich ist sehr kompakt, kann man gut transportieren, denke ich. Ah ja, das Rädchen dreht sich einfach so, das Rädchen dreht sich auch einfach so, und das ist anscheinend mit dem Motor verbunden. Das ist die Marke Andoer. Ich habe schon auf diversen anderen YouTube-Kanälen gesehen, dass sie das einfach benutzen, um ruhige Kamerafahrten zu machen, wenn sie ein Produktreview machen. Also schauen wir uns einfach mal an, wie das Teil zusammengebaut wird, aufgesteckt wird, und für diesen Zweck werde ich auch meine 80D verwenden. Die hat ein gewisses Gewicht, vor allem das Objektiv ist ein Sigma-Objektiv. Das hat ein gewisses Gewicht, das ist ein 18 bis 35 mm. Ich mag es sehr gern, ist auf jeden Fall meine B-Kamera, aber weil ich mit der A-Kamera jetzt filme, muss ich mit der B-Kamera das ausprobieren. Ich bin schon gespannt, ob der das überhaupt aushält vom Gewicht. Ich habe gesagt, vielleicht, bevor wir das ganze Zeug machen, schauen wir uns doch mal einfach an, was die Installationsanleitung sagt, wie viel Gewicht ich da überhaupt verwenden soll. Ah ja. Ich habe einen Imbusschlüssel und ein Ersatzgummi fürs Rad drauf. Eine Batterie ist auch schon drinnen, kann man einen Schlüsselanhänger geben. Was sagt die Installationsanleitung? Ihr wisst, ich lese das gerne durch, allerdings nicht auf Chinesisch, das macht für mich keinen Sinn. Pro-Tipps! Wir haben Adjustment Angle, das heißt Winkel zum Einstellen halt. Wir haben ein Viertel zu 3/8 Inch Screw, das heißt, ich kann das umgekehrt drauf tun für den breiten Anschluss. Ich kann das auf beim anderen Loch auch ins andere stecken. Da unten ist ein kleiner Gummi dran, damit es nicht solche Geräusche macht. Und jetzt werden wir das da einfach mal anmontieren, aber nicht zu fest, muss ja nicht fest sein. Dann tun wir dieses Teil hier drauf, mit dem kann ich dann alles weitere fixieren. Schaut aus wie ein kleines Minispielzeug. So. Gut, da haben wir mal das Gefährt, was jetzt im Prinzip nirgends hinfährt. Ich kann Winkel einstellen, hier haben Striche drauf. Das heißt, ich kann die Winkel sehr gerade einstellen. Dann soll das Ding eigentlich nur von links nach rechts fahren. So. Wenn ich den Winkel höher einstelle, dann fährt das Ding so im Kreis. Das heißt, die Kamera muss nach vorne schauen. Ich kann hier auf und ab drehen. Ich kann die Geschwindigkeit einstellen und ich schätze mal die Fahrtrichtung. Schauen wir mal. Ist es überhaupt gecharged? Oh, full charged is green. Green! Indicator always means speed position. Speed position. 3 indicators. Flash means power off. You need to recharge.
Once turn on, light flash means transmit signal, always on means remote battery voltage not enough. Ha, sogar die Gracie kommt schon. Leibend. Gracie, magst du schauen? Alles klar. After insert camera, please turn on, then press auto dolly positive or negative button, then it works. Also can use with remote to control. Press audio dolly positive or negative button and change direction. Press speed button, can change speed. All this function can realize via remote. When screw is too high or loosen, please via Allen key to adjust. Spezifikationen. Maximale Belastung 3 Kilo. Geschwindigkeit 1,4 cm pro Sekunde, 2,4 cm pro Sekunde oder 3 cm pro Sekunde. Remote Control Distance ca. 6 Meter. Battery Life von dem Ding hier ca. 6 Stunden, unter 3 Stunden Aufladezeit. Do not spin wheels by force. Ja. Remote Battery Life 18 Stunden. Remote Battery Model not included. Ja, passt, würde ich mal sagen. Die Kamera hat sicher keine 3 Kilo. Sicher nicht. Machen wir mal auf Weitwinkel. Dann schrauben wir das drauf und dann schauen wir mal, ob das Ding eigentlich zusammenbricht oder nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist das erste Mal jetzt. Okay, das Ding steht von alleine. Okay. Das Ding steht von alleine. Ist einmal schon was Gutes. Das Ding steht von alleine. Ich finde das gerade so geil. Es ist ein bisschen laut. Ja, wie geil ist das denn? Das fährt einfach alleine durch die Gegend. Gut, um ehrlich zu sein, für B-Roll-Aufnahmen brauchen wir ja keinen Ton. Stopp! Probieren wir das mal aus. Ich will das jetzt echt probieren. Wo haben wir denn was zum Filmen? Dam. Ich bin gleich wieder da. Ich hole was zum Ausprobieren. Ich bin wieder da. Ich habe gefunden einen Kugelhupf. Ich glaube, so heißt das. Jetzt stellen wir das mal ein. In welchem Winkel wir das überhaupt machen wollen. So, schauen wir mal, ob die Kamera überhaupt gescheit läuft. Nehmen wir das Teil da mal auf. So, die Kamera filmt jetzt auch. Ich will diesen Kugelhupf filmen. Schauen wir mal, in welche Richtung das überhaupt geht. Oh. Richtungsändern. Das ist so geil gerade. Ich bin gerade nur gehypt. Stopp! Sonst fällt's. Stopp, habe ich gesagt. Sonst. Okay, mit dem Stopp klappt es noch nicht ganz. Ich bin eigentlich ziemlich überrascht. Schauen wir uns mal kurz die Aufnahme an. Oh ja, die Aufnahme ist super smooth. Ist das geil? Ach du Scheiße! Wie konnte ich je ohne dem leben? Hammer! Boah, wie geil ist denn das? Ihr braucht sowas. Eindeutig. So, ihr könnt euch die Kamera also vor euch hinstellen, ein bisschen weiter weg, die Räder ein bisschen einklappen und dann einfach auf Play drücken und dann fahrt das um euch herum und ihr könnt so auch eine nette B-Roll-Aufnahme haben. Die Sache ist nur die, das ist ziemlich laut. Das ist die Geschwindigkeit 1, das ist ziemlich langsam, das heißt, man könnte auch mit 24 Bildern pro Sekunde einfach mal so ein B-Roll machen, ohne sie verlangsamen zu müssen. Richtig geil und super smooth. Stufe 2, das ist schon ein bisschen besser, vor allem wenn die Kamera schwerer ist es gut auf jeden Fall eine höhere Geschwindigkeit einzusetzen, dadurch wird auch das Motorgeräusch lauter. Stufe Nummer 3 ist natürlich noch viel lauter. Ich kann bessere Bewegungen noch dynamischer machen, ich kann schneller circlen um etwas herum. Ich kann natürlich auch ein bisschen in die andere Richtung gehen, damit die Kamera so ein Dolly macht. Das werden wir auch gleich jetzt mal ausprobieren. Also bei solchen Bewegungen ist wichtig, die Geschwindigkeit extrem zu reduzieren, sonst ist es einfach viel zu schnell. Und was ihr noch braucht, ist eine glatte Oberfläche. Ich mache es hier auf Glas, glatter geht es gar nicht mehr, aber das sind Mikroräder, finde ich. Und sonst wird das wahrscheinlich mit den Rädern nicht ganz funktionieren. Ist das leiwand? Ist das leiwand? Okay, genug getestet, schalten wir das Teil ab. Wir schauen sich die Aufnahmen dann am Computer an. Ein wirklich nettes kleines Teil. Ich bin nur mit dem Kugelkopf irgendwie ein bisschen nicht ganz zufrieden. Der scheint nicht ganz so viel auszuhalten, wie man vielleicht glaubt. Zumindest macht das irgendwie diesen Eindruck.
Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin super geil, super hyped von diesem Teil hier. Ich werde das demnächst wahnsinnig ausprobieren. In meinen nächsten Videos werde ich schauen, dass ich einfach immer mit dem auch ein paar B-Roll-Aufnahmen machen kann, wenn es sich ergibt. Wenn das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du ein Like da lässt. Schreib mir einen Kommentar, was du von dem Slider hältst oder ob du einen anderen nutzt. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao!